Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuner Stories. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute steht was ganz Besonderes an. Wir sind schon früh auf dem Bein zum Sonnenaufgang und marschieren jetzt erstmal Richtung Hafen. Mal sehen, ob ihr schon wisst, wo es hingeht für uns. Ach nee, diesmal steht es nicht drauf. Die weiß, die wissen es auf jeden Fall und haben den Ort hier schon sehr gut erkannt. Im Sommer hat es nämlich für uns leider nicht geklappt. Deswegen sind wir jetzt irgendwie umso dankbarer, dass es uns nochmal in den Norden geführt hat und wir euch einen Tag mit auf unsere Lieblingsinsel nehmen können. Lieblingsinsel und Lieblingsplätze. Wie soll es anders auch sein? Für uns geht es heute nach Föhr. Föhr. Und es ist irgendwie direkt Relax-Modus. Normalerweise nehmen wir nie die Kamera mit nach Föhr. Das ist ja unser kleiner Mini-Urlaubsort. Aber wir haben gedacht, jetzt haben wir so viel über Föhr immer mal gesprochen, erzählt, die Mützen getragen. Jetzt machen wir mal einen Tag und zeigen euch unseren Lieblingsort, unsere Lieblingsplätze, was wir da so machen. Und es ist nicht nur Essen. Aber fast. Willkommen auf Föhr. So wird man immer begrüßt. So wird man hier immer begrüßt. Tatsächlich zum allerersten Mal. Aber umso schöner. Man kommt hier vorne am Hafen direkt an der Stadt Wiek an, wo wir jetzt erstmal hinschlendern, um Bargeld zu holen, weil es lohnt sich, Bargeld dabei zu haben auf Föhr. Geld, check. Wir sind ja nur einen Tag hier, deswegen haben wir natürlich auch Groot nicht dabei. Das bedeutet, wir müssen uns ein bisschen anders diesmal auf der Insel bewegen. Denn ohne Van kommen wir nicht weit. Also holen wir uns Fahrräder. Man kann nämlich hier perfekt mit Fahrrädern über die Insel düsen und alles erkunden. Richtig cool.
Wir müssen aber mal gucken, wie wir Peppi da in den Wagen kriegen, denn das haben wir noch nie gemacht. Das könnte ein kleines Erlebnis werden. Mal gucken, ob sie in so einen Wagen reingeht. Das würde uns sonst ein bisschen den Plan durchkreuzen. Aber weil es auf dem Weg liegt, holen wir jetzt erstmal noch was beim Bäcker. Zwei Kornkracher und 2 Dünenkrupfen. Ein absolutes Muss auf Föhr ist das Schokobrötchen. Ohne das geht gar nichts. So gut. Fehlt eigentlich nur noch ein Kaffee dazu. Den habe ich auf der Fähre vergessen. Weil es einfach so schön war. Oh Gott. Sie ist neutral vom Ohrenstand her. Sie wartet, was da passiert. Ja, eigentlich. Ja? Und? Modus. Tour. Es ist bestes Wetter. Wir haben unsere Fahrräder und fahren jetzt hier hin am Deich entlang und genießen Föhr in vollen Zügen schon. Moin. Wir haben einfach schon die ganze Zeit das breiteste Lächeln im Gesicht. Peppi ist noch nicht richtig glücklich mit der Anhängerbox. Sie macht das ja auch zum ersten Mal, aber wir machen regelmäßig Pausen. Und jetzt kann sie auch gleich nochmal rauskommen und dann kann sie neben dem Fahrrad herlaufen. Das ist vielleicht erstmal am Anfang angenehmer für sie. Na komm du alter Esel! Moin Schaf! So, die erste Strecke ist gemacht. Peppi darf jetzt auch ein bisschen mitlaufen.
Ja. Okay, alles klar. Auch mit Fahrrädern bleiben wir nicht pannenlos. Unser Akku ging leer. Nee, Akku. nicht leer. Nicht leer, nee, nicht leer, er ist kaputt. Das Display vom Fahrrad ging auf einmal aus. Oder nachdem wir gestanden sind, ging es nicht mehr an. Und der Akku hinten leuchtet auch nicht mehr. Sprich, entweder er ist kaputt oder ein Wackelkontakt oder keine Ahnung. Wir haben jetzt kurz mit dem Fahrradladen telefoniert und die bringen uns jetzt ein neues hierher und dann kann es weitergehen. Wobei es gar nicht so schlimm ist, ohne Akku zu fahren. Ja, noch. Noch. Naja, hier, wir sind lustigerweise hier direkt an so einem Wanderparkplatz auf der anderen Seite vom Deich und da warten wir jetzt. Zum Glück waren wir ja noch nicht so weit. Unser Hund hat uns ein bisschen gebremst. Fahrrad ist wieder repariert. Beim anderen haben wir auch direkt die knackende Pedale austauschen lassen. Ging ruckzuck, richtig cool. Die waren in 10 Minuten da. Fahrräder sind wieder flott. Kann weitergehen. Um nicht zu sagen, wir haben ja wichtige Termine hier auf Föhr. Die Waffel mit Pflaumenmus und heiße Schoki. Milchreis, So, Milchreis, Apfelkuchen. Apfelkuchen mit Vanillesoße und Eis. Boah, die essen sich ja nicht von alleine. Es ist einfach so schön hier. Peppi findet es auch gut. Peppi ist ausgepowert und die hat sich schon hingelegt. Sie ist jetzt richtig müde. Richtig gut. Dann können wir sie jetzt im Anhänger mitnehmen und wir peilen unseren Ersten Stop an. Ja. Eigentlich müssen wir gar nicht in die Karte gucken. Wir wissen schon ganz genau, was wir wollen.
mein Alltime Favorite ist einfach immer eine Waffel mit Pflaumenmus und Sahne. Basti hat schon gegessen. Bei mir immer warmer Apfelkuchen mit Vanilleeis und Zimt. Absolut beste, aber bei mir ohne Sahne. Ich habe leider schon angefangen, deswegen ist es nicht mehr ganz so schön. Wir können natürlich nicht ohne eine Packung Tee gehen und wir haben natürlich auch noch ein paar Mitbringsel-Tee eingepackt. Wir können überhaupt nicht fassen, wie rot unsere Gesichter sind. Wir haben absoluten Sonnenbrand im Gesicht von den letzten Tagen, die wir auf der Messe waren und jetzt hier Sonne auf Föhr. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Gegenüber von Stellis Hüs ist ein kleiner Laden, also so klein ist er gar nicht, aber da gibt es ziemlich viele verschiedene Sachen. Unter anderem unsere berühmt-berüchtigten Föhrmützen sind aus diesem Laden. Tragen wir heute nicht, weil ich glaube, Föhr ist der einzige Ort, wo wir die Föhrmützen nicht tragen. Das finden wir ein bisschen komisch. Ja, und die gibt es da drüben. Wir sind wieder unterwegs. Mit Sonnenbrille zwar noch, aber mittlerweile mit etwas weniger Sonne. Tut, glaube ich, unserem Gesicht ganz gut. Ja, wenn man hier jetzt noch ein Stück weiter fährt, dann kann man bis nach Utersum fahren. Das ist ein richtig schöner Sonnenuntergangsspot. Wir sind aber überhaupt nicht zur Sonnenuntergangszeit da. Der Strand ist eigentlich auch mega schön. Aber wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Borgsum. Da gibt es ein Objekt, das für uns sehr schön ist. sehr schön ist. Warum, erfahrt ihr gleich. Achtung! In dem Haus hinter mir, wo Basti gerade vor der weißen Tür steht, da haben wir unsere kleine Hochzeit quasi gefeiert. Wir haben zuerst auf dem Weingut in Niblum geheiratet, wo wir heute hoffentlich noch vorbeikommen. Und dann haben wir hier ja, eine schöne Zeit mit unserer Familie und Freunden gehabt. Und Hier hatten wir ein paar schöne Tage. Ich weiß nicht, was Svenny schon gesagt hat, aber wir haben es 4 Tage lang gemietet. Family und Freunde, alle zusammen in dem Haus, hatten eine richtig, richtig schöne Zeit. Es war echt eine schöne Hochzeitsfeier und haben jetzt gute Erinnerungen daran. Traumhaus. Und es gibt eine kleine Anekdote noch, dass als alle Gäste weg waren, sind Sven und ich noch eine Nacht geblieben und am nächsten Morgen sind wir ausgecheckt und hier hat ein Auto gehalten und hat gefragt, ob wir mittlerweile in diesem Haus leben. Leider nicht. Aber das Verrückte war, dass der uns angesprochen hat, der hat in diesem Haus gelebt. Und das eine Zimmer hier war sein Kinderzimmer und hat gefragt, was wir hier gemacht haben. Wir haben erzählt, dass wir geheiratet haben. Er hat uns seinen Segen gegeben und das fanden wir ziemlich cool, weil der einfach in dem Haus groß geworden ist und wollte sich das auch mal wieder angucken. Schade, dass wir nicht die neuen Besitzer sind, aber ja, war irgendwie eine runde
eine runde Story zu dem Haus und zu unserer Feier und zur Hochzeit. Da würden wir einziehen. Da würden wir einziehen. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Überhaupt kann man sagen, dass Borgsum ein richtig, richtig schöner Ort ist, wenn man gerade so ein bisschen Reetdachhäuser anschauen möchte und sich ja ein bisschen irgendwie an der Architektur von Föhr mal richtig anschauen möchte, weil ja, hier gibt es sehr viele schöne Reetdachhäuser, so wie das Paul Bo und auch ganz viele andere, und es macht richtig Spaß hier durchzulaufen und auch der Weg nach vorne zum Strand ist nicht weit. Ich wurde gerade noch ein bisschen korrigiert, so kurz ist der Weg zum Strand auch wieder nicht. Gibt kürzere. Ein Stopp darf natürlich nicht fehlen, und zwar Hagebutte-Marmeladen vom Hofladen Nielsen. Hallo. Das hier hinter mir ist das Simons Restaurant. Wirklich richtig, richtig leckere Küche. Ein bisschen mal was anderes, als was man hier sonst so bekommt. Hier haben wir an unserem Hochzeitstag gegessen und es gab ein richtig, richtig leckeres Menü. Eigentlich hatten wir überlegt, hier heute zu essen, aber irgendwie haben wir gerade noch nicht so Hunger und essen vielleicht ein bisschen später was. Und deswegen wollte ich mich das trotzdem mal kurz zeigen und empfehlen. Für uns geht es jetzt aber ein Stückchen weiter. Niblum ist auf jeden Fall ein richtig belebter Ort. Hier gibt es ganz, ganz viele Restaurants und Cafés und Eisdiele und ja, richtig viel Programm auch für Kids und so. Hat man auf jeden Fall gerade an der Hauptstraße gemerkt. Wir kamen gerade so aus dem Nirgendwo am Deich von Borgsum und Olsum hinten und da ist meistens nicht ganz so viel los, aber hier ist doch ein bisschen Trubel. Deswegen haben wir uns jetzt mal in so eine Seitengasse verzogen, aber hier sind einfach überall diese wunderschönen Häuser mit Reetdächer und ja, der Flair hier ist einfach so, so schön. Wir sind abgebogen auf einer Holperpiste und fahren jetzt nochmal vor an den Strand. Ich kann gar nicht richtig lachen, weil meine Lippen so verbrannt sind. Hier geht es ein paar Meter zu Fuß weiter. Weil das Schönste hier oben ist bekanntlich ja das Meer bzw. das Wattenmeer und das Spiel der Gezeiten von Ebbe und Flut. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade so mittendrin. Geht das Wasser? Kommt das Wasser? Müsste kommen. Das Wasser kommt gerade wieder und wir nutzen jetzt gerade noch so ein bisschen den letzten Moment, wo man das Watt ein bisschen sehen kann und schlendern hier den Dünen entlang. Es ist noch immer am schönsten am Meer. Der Strand ist einfach richtig, richtig schön, wenn er noch so naturbelassen ist und hinter Dünen ist. Und irgendwie ist es jetzt auch richtig schön, dass es so bedeckt und bewölkt ist. Das ist so, es
fühlt sich einfach nach Erholung pur an hier. Föhr ist einfach so ein richtiger Herzensort für uns. Und hier an dem Strand hinter den Dünen ist auch das Weingut, wo wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Das ist natürlich auch noch was Besonderes für uns. Und hier hinten, wo jetzt gerade Wasser ist, war an unserem Hochzeitstag, als wir rauskamen, kein Wasser. Und dann haben wir hier mit Gummistiefeln getanzt, im Nebel, im Sprühregen. Und ja, es sind einfach richtige besondere Momente für uns und richtige schöne Marmeladenglas-Dinger. Momente. Wir sind wieder unterwegs, machen uns jetzt auf den Weg Richtung Wiek und hoffen, dass wir da noch eine Kleinigkeit zum Snacken finden. So, und zum Abschluss gibt es jetzt noch ganz schlicht und einfach bei Pitchies einmal Fish and Chips. Tschüss. Cheers. Obwohl wir dachten, dass die Strandkörbe schon abgeräumt sind, sitzen wir jetzt doch noch mal in einem Strandkorb. Entschuldigung. Und der kleine Snack sind Kibbelinge mit Pommes. Geht immer. Wirklich richtig gut. So lecker. Mit Blick. Aber ist nicht schlecht. So gut. So, jetzt aber flott. Da vorne kommt unsere Fähre. Und das ist auch die letzte des Tages. Die sollten wir kriegen. Geschafft. Naja. So, Fahrrad ist abgegeben und wir gehen jetzt schnellen Fußes Richtung Fähre. Schnellen Fußes, habe ich auch schon mal Fußes, gesagt. kann man schon sagen, glaube ich. Ja. Kann man da oben entlang laufen? Ja, oder? Das war's, liebe Leute. Wir haben es auf die Fähre geschafft. Ich war am Ende doch sehr gestresst, muss ich schon sagen. Ich glaube, wir hatten am Ende noch 35 Minuten Zeit. Aber wir werden mit einem wunderschönen Sonnenuntergang entlohnt. Belohnt. Belohnt.
wir sitzen jetzt hier auf der Fähre, genießen den Sonnenuntergang. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns auf Föhr und wir konnten euch so ein paar Eindrücke geben, warum wir diese Insel so sehr lieben. Auch wenn es an einem Tag natürlich schwer ist zu zeigen, weil das war wirklich nur so ein kleiner Reinglimps in das, was wir da so schön finden. Es war der kleine C. Ja. Sehr gut, finde ich auch. Es war der kleine C ins Föhrer Wattenmeer. Und passend dazu ist das Emoji der Woche ein Fuß. Sehr gut. Und packt am besten ein Support-Herz unten dazu in die Kommentare. Liked das Video fleißig. Hypen nicht vergessen, das ist ja auch eine neue Option. Und gerne mal schreiben, ob ihr schon hier wart oder ob ihr irgendwie so einen anderen Herzensort habt, wo ihr immer mal hinfahrt und wo das ist. Ja. Würde uns mal sehr interessieren, ob ihr auch so einen Platz habt, wo ihr euch immer wieder wohlfühlt und immer wieder gern hin zurückkommt. Genau. Das war jetzt nochmal wieder so ein kompletter Ausflug raus aus unserer Van-Jimny-Welt. Für uns, für euch. Nächste Woche geht es in gewohnter Manier weiter und wir hoffen, ihr bleibt dabei. Abonniert fleißig den Kanal. Das würde uns sehr freuen. Dann verpasst ihr kein Video mehr und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als Danke. Wir genießen jetzt noch den Sonnenuntergang. Ja. Ende.